Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach Ritter Teuerdank kommen wir heute zu einem anderen Modell, das eine interessante Hintergrundgeschichte hat. Das Modell ist dem Bild Ritter, Tod und Teufel von Albrecht Dürer nachempfunden worden, beziehungsweise auch der Studie eines Ritters, die er 1495 angefertigt hat. Dieser Ritter wurde dann auch auf dem Bild hier verwendet. Den Ritter gab es mal als Sondermodell auf der Hamburger Taktika. Den habe ich leider damals nicht mehr bekommen, aber Jens von Tabletop Generals, an dieser Stelle schöne Grüße, hat ihn mir angeboten und so kam der Ritter zu mir. Das Bild Dürers, das auch Reiter oder Ritter trotz Tod und Teufel genannt wird, ist ein Kupferstich aus dem Jahre 1513 und gehört zu den 3 Meisterstichen Dürers. Es entstand in einer Zeit, in der Dürer nur noch sehr wenig mit Farbe oder Holzschnitten arbeitete. Im Bild befinden sich viele Motive und Symbole, deren Bedeutung seit langem diskutiert wird. Auf dem Bild zu sehen sind ein Ritter, der begleitet von seinem Hund durch einen Hohlweg reitet. Der Hund steht dabei für Treu und Glaube, ein von Dürer oft verwendetes Motiv. Flankiert wird der Ritter vom Tod, der ein Stundenglas als Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens hochhält, und von einem ziegenköpfigen Teufel. Der Reiter selber schenkt den beiden keine Beachtung und wird deshalb oft als ein Zeichen für Mut angesehen. Die genaue Ausarbeitung des Pferdekörpers wird als typisch für die Renaissance betrachtet. Die Einflüsse dazu stammen wahrscheinlich von Dürers Italienreise. Das Pferd entwarf er nach einem selbstentwickelten, aber an Leonardo da Vinci angelehnten Proportionsmodell. Die Eichenblätter auf dem Kopf des Tieres und die Burg auf dem Berg im Hintergrund stehen für die Widerstandsfähigkeit des Glaubens, während die Situation des Ritters den Weg ins Himmelreich symbolisieren kann. Dürer entwarf den Kupferstich, während er in den Diensten Maximilians I. stand, aber nicht als Auftragsarbeit und so findet sich hier auch keine offensichtliche politische Botschaft. Dürer verweist stattdessen auf einen mittelalterlichen Sinn für Moral. Ritter, Tod und Teufel hat Gemeinsamkeiten mit den beiden anderen Meisterstichen Melancholia I und der heilige Hieronymus im Gehäus. Gehäus bedeutet hierbei nicht, dass er in irgendeiner kleinen Kammer eingesperrt ist, sondern Hieronymus sitzt in seinem Studierzimmer. In beiden Bildern findet sich das Bild des Hundes wie auch das des Totenschädels wieder. Ein Deutungsansatz ist, dass alle 3 Stiche unterschiedliche Lebensführung und Geisteshaltung darstellen, also miteinander verbunden sind. Der Ritter steht dabei für die Vita Activa. Er, der Kämpfer, trotzt Tod und Teufel. Die Zeit des Rittertums war zu Lebzeiten Dürers fast schon vorbei, aber trotzdem blieb die Vorstellung von ritterlichen Idealen erhalten, was nicht zuletzt an Dürers Dienstherren zu der Zeit gelegen hat. Kaiser Maximilian I. Dieser stellte sich gerne selbst als das Idealbild des mittelalterlichen Ritters dar, was ihm dann auch den Beinamen der letzte Ritter einbrachte. Vor allem mit Melancholia I teilt sich Ritter, Tod und Teufel die düstere Stimmung und auch Färbung. Der Ritter wirkt niedergeschlagen und so, als ob er zu Boden schaut. Er steht damit im Kontrast zu dem robust wirkenden Pferd und auch zu seiner Rüstung, die man als den Glauben interpretieren kann, die ihn vor den ihn umgebenden Dämonen schützt. Allerdings steckt auch eine gewisse Tragik in diesem Bild. Der Ritter reitet in den Tod, was seine beiden Begleiter demonstrieren. Zur Verstärkung dieses Eindrucks kommt noch der Totenkopf vor dem Ritter am Boden und die Sanduhr, die vom Tod hochgehalten wird. Der Ritter reitet quasi durch das Tal des Todes. Möglicherweise ist das eine Anspielung auf das Hinnomtal bei Jerusalem, das seit dem 8. Jahrhundert vor Christus als Nekropole genutzt wurde. Die Stadt auf dem Berg im Hintergrund, die dem frühneuzeitlichen Nürnberg nachempfunden ist, wäre damit Jerusalem, der Ort der Auferstehung Christi. Der Weg des Ritters führt folglich sowohl in den Untergang als auch zum Heil. In den 1970er Jahren kam eine neue Deutung des Werkes auf. Nicht der Ritter als edler Kämpfer, der allen Gefahren trotzt, soll glorifiziert werden, vielmehr soll hier ein Raubritter dargestellt sein. Diese Deutung basiert auf dem Fehlen christlicher Symbole und der Tatsache, dass der Ritter einen Fuchsschwanz um die Lanzenspitze gewunden hat. In griechischen Sagen und Legenden wird der Fuchsschwanz als Zeichen für Gier, Gerissenheit und Treulosigkeit gesehen, sowie als Zeichen für Lust und Hurerei. Allerdings wurden Ritter in der damaligen Zeit oft mit einem Fuchsschwanz an der Lanzenspitze dargestellt, weil er auch gleichzeitig als Schutzamulett getragen wurde. Leider habe ich nicht herausgefunden, wovor der Fuchsschwanz schützen sollte, aber wenn es einer von euch weiß, dann schreibt es mir in die Kommentare. Der Ritter trotzt in dieser Interpretation nicht Tod und Teufel, sondern sie sind seine Begleiter. Er bringt, wenn man so will, Tod und Verderben. Für mich haben beide Interpretationen ihre Daseinsberechtigung. Auf der einen Seite wird der Ritter als der edle Kämpfer dargestellt, der Tod und Teufel trotzt, dessen Weg ihn in den Tod, aber auch zur Erlösung führt. Passend ist dann also der Vergleich mit dem Hinnomtal bei Jerusalem.
Der Stich ist zwar nicht im Auftrag Maximilians entstanden, spiegelt aber unter dieser Voraussetzung meiner Meinung nach die Geisteshaltung Maximilians als letzter Vertreter des ritterlichen Ideals wider. Allerdings ergibt die Deutung der Darstellung eines Raubritters vor dem Hintergrund der Bedeutung des Fuchsschwanzes ebenfalls Sinn. Wenn man so will, hat sich der Ritter von allen Idealen abgewandt, die seinen Stand ausmachten, und ist sozusagen das dunkle Spiegelbild des ritterlichen Ideals. Vor allem, wenn man in der Zeit von Dürer bedenkt, dass sich viele Ritter aufgrund der Verdrängung der Naturalwirtschaft durch die Geldwirtschaft dem Straßenraub zuwandten und so den Landfrieden brachen. Tod und Teufel waren also wirklich im übertragenen Sinne die Begleiter eines Ritters. Natürlich habe ich auch hier wieder eine kleine Besonderheit gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar wurde 1961 die 3. Serie der D-Mark-Noten eingeführt. Die Ausschreibung über die Entwürfe gewann der zu der Zeit in Hamburg lebende Schweizer Hermann Eidenbenz. Ein Vorschlag von ihm war unter anderem, auf der Rückseite der neu eingeführten 1000-Mark-Scheine das Gemälde Ritter, Tod und Teufel von Dürer abzubilden. Das wurde allerdings von der Bundesbank verworfen. Warum das gemacht wurde, habe ich leider nicht gefunden, und der Künstler sagte später selber, dass es den Herren einfach nicht gefallen habe. Und stattdessen zeigte dann die Rückseite den Limburger Dom. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und der Ritter ist bereit, Tod und Teufel zu trotzen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da. Teilt das Video, abonniert den Kanal und natürlich läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.